Geht das so? Ja, das passt so. Okay. Perfekt. Sehr gut. So. Hallo? Hallo? Hallo, 1, 2, 3, 4, 5. Ich fühle mich echt in Hollywood mehr oder weniger. Hallo, mein Name ist Valentin Knöpfler. Mein Name ist André Pedro. Ich bin Shahan Alessarialtin. Andreas Poppe. Bin Abteilungsleiter seit 2006 im Bereich Basketball. Mein Name ist Georgios Eklektos, also ich bin für den Verein TSG Zofingen der Trainer in der jungen Bereich, in der U18. Ich bin Matthias Schulz, bin der Assistant Coach von der MBBL-Mannschaft Vamos TSG Zofingen. Die MBBL ist die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga, im Prinzip das höchste in Deutschland im Bereich U19, in dem man spielen kann, wenn man sich dafür qualifiziert. Schnell Defense! 1, 2. Irgendwann der Verein braucht diese Stufe, diese große Schritt zu machen, um endlich auch nicht nur in der Breitensport zu bleiben, sondern auch in der Leistungssport zu gehen. Bisher waren wir halt in der Jugendoberliga, in der Landesliga. Da wurde jetzt nicht nachhaltig Leistungsbasketball betrieben. Die MBBL ist einfach der nächste Schritt. Für die TSG Zofingen bedeutet das auf jeden Fall was richtig Krasses, weil wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mitmachen. Und das öffnet die Tour mehr oder weniger in den Profisportbereich. Wenn man die Chance hat, sich dafür zu qualifizieren, dann sollte man die auch nutzen. Break down my walls, but I will rise again. 'Cause I stand tall in my environment. Break down my walls, but I will rise again. 'Cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes as they silencing? They try to take me down with their violence. Break down my walls, but I will rise again. 'Cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes as they silencing? They try to take me down with their violence. Vamos! Das Hauptziel von den Tryouts ist eine große Werbung von dem Verein zu generieren. Dass, wir sind da und wir versuchen den BBL. Um auch zu schauen, welche zusätzlichen Spieler wir noch bekommen können. Und mit die zusammen ein neues, gutes Team zu generieren. Von alle Positionen, von 1 bis 5, haben wir mehr oder weniger alle Plätze mit neuen Spielern besetzt. Und das war auch echt gut. Haben wir unsere Kern, unsere U18-Spieler, die haben wir auch das ganze Jahr mit diesen Spielern gearbeitet. Und danach kommt auch neue Spieler, die haben Positionen von 1 bis 5, also von Playmaker bis eine große Sender. Und haben wir echt gut ein neues Team so zusammen montiert.
dass wir bei der NBBL mitmachen, ist halt auch für mich selber einfach was, worauf ich Lust habe. Es ist spannend, man muss sich verbessern, man muss gut spielen, man muss gegen andere gute Spieler spielen. Ich hatte davor noch nie die Möglichkeit, so hoch zu spielen und hat einfach extrem Spaß gemacht. Meine NBBL ist auf jeden Fall Patient. Das ist die höchste Liga. Also du musst 100% dabei sein. Leute, hey, ich will Timing sehen. Das sehr gut, komm. Nach den 3 Outs eigentlich war ein Rennen. Das war ein Rennen, nur 2 Monate eine neue Mannschaft zu generieren. Zwei Monate hört sich erstmal lang an, aber das waren jetzt nicht nur, hey, wir spielen ein bisschen Basketball 5 gegen 5 im Training, sondern man hat wirklich auch eine Herausforderung im Training gehabt jedes Mal. Dafür, dass das Niveau einfach so extrem hoch ist und wenn man schaut, wer alles in der NBBL spielt, sind 2 Monate eigentlich viel zu wenig. Wir haben 3-mal die Woche anfangs trainiert, dann haben wir das Ganze gesteigert auf 4-mal die Woche. Die Spieler haben auf jeden Fall bemerkt, dass was wir jetzt trainieren nach den 3 Outs etwas Besonderes ist. Ein Offense, eine Defense und ich möchte eine Help-Side hier. Starke, harte Deny. Sehr gut. Bravo. Bravo. Sehr gut. Bravo. Heide. Komm. Machen wir eine Trinkpause. Klar haben wir unser Konzept, haben wir mit der U18-Mannschaft die ganze Saison mehr oder weniger das vorbereitet. Aber dann kommt auch der neue Spieler, muss man viel Sachen vom Null starten. Wir haben halt teilweise die Defense komplett neu gelernt, wir haben eine Struktur reingebracht. Das war recht anstrengend, diese 2 Monate. Wichtig für die Offense, nach der Korbliga sofort Defense, sofort. Ich zähle 6 Sekunden. Wir spielen bis 5 Punkte. Das Team, das schafft 5 Punkte, hat gewonnen. Und go. Ball! Sehr gut. Eins und Defense, schnell. 1, 2. Die Spieler haben komischerweise sofort miteinander sehr gut harmoniert. Das Team ist sehr, sehr bunt. Wir haben die verschiedensten Leute im Team mit den verschiedensten Charaktereigenschaften. Ready? Als Team, wir wussten, es geht um was und wir wollen es eigentlich alle erreichen. Ziel ist trotzdem, wenn wir müde sind, müssen wir alle Freiwürfe einfach treffen. Sehr gut. Komm, Dreieckhände, alle auf den Boden. Diese Option, diese Möglichkeit in eine NBBL für nächstes Jahr zu spielen, habe nicht einen Traum, eine Vision schon jeder gesehen. Und jeder hat versucht, das Team noch mehr zusammenzubinden. Ich erinnere mich nach dem ersten Training, wenn Training vorbei ist, ich habe für jeder gegangen, ich habe gefragt, was ist seine Handynummer? Ich habe die Handynummer alles geschrieben und ich habe Snapchat und WhatsApp-Gruppe gemacht. War ein bisschen stressig heute, oder? Aber war gut. Vamos! Das erste Mal vom Verein haben wir eine Trainingslager in einer Sportschule geplant. Das war ein voll intensives, langes Wochenende. Guten Morgen zusammen. Jungs, komm, lass uns einen Kreis machen. Ready? Motiviert? Skala von 1 bis 10? 11 oder noch mehr? 62. Sehr gut. Dann viel Spaß beim Training.
Du bleibst hier mit dem Ball, du wartest. Mit Aktiv-Tripling. Was möchte ich? Starke Jab, linke Seite. Woher kommt der Pick? Rechte Seite. Jab. Und kommt der Pick. Wichtig ist, Schulter, Schulter. Sucht immer diesen Kontakt. Schulter, Schulter. 1, 2 Tripling zum Korb. Lass den Pick kommen. Lass den Pick. Jab. Jab. Ohne Schrittfehler. Sehr gut. Das Trainingslager war nochmal sehr wichtig, weil wir da noch intensiv an unserem Spielkonzept arbeiten durften. An der Offensive, da haben wir ein neues Play eingeführt und das war sehr, sehr wichtig, weil genau die Trainingszeit haben wir auch benötigt, um auf den Stand zu kommen, auf ein Level zu kommen. Das war auch die perfekte Möglichkeit. Vom Null, jeder Spieler ist da, wieder neue Plays, neue Züge, auch unser Defense-Konzept dazu erweitern. Man hat viel mehr Training und es ist halt einfach intensiver. Du nimmst halt die Inhalte, die du vielleicht morgens mitnimmst, auch besser ins nächste Training. 5 Uhr aufgestanden und joggen gegangen. Das ist auf jeden Fall Spaß gemacht. Krampfe oder warst du heute nicht wirklich joggen, oder? Deswegen Krampfe jetzt. Oh, jetzt wieder gut. Hat jemand Magnesium? Ja, das tut behindert weh. Ich kann nicht. Ey, lass, er muss aufstehen. Aber schaffst du es? Baby. Wir sehen uns. Wir haben daran gearbeitet, dass wir eine Identität aufbauen. Das liegt daran, wir in Söflingen, wir sind jetzt noch kein Team, was Bundesliga Basketball hat oder was ein Leistungsstandort ist. Also ist diese Kultur noch nicht verankert und deswegen war das ein Grund dafür, dass wir gesagt haben, okay, lass uns wirklich an diesem Punkt auch arbeiten, gerade abseits vom Trainingsplatz, sprich, was macht uns aus, welche NBBL-Mannschaft sind wir und dass wir überhaupt eine NBBL-Mannschaft sind und auch so agieren als Spieler und auch als Team. Am Anfang haben wir gedacht, oh, langweilig, Matze redet, wir schreiben was. Wir haben uns zusammen in Gruppen geschlossen, haben Plakate gemacht. Das war so eine Teamchemie-Arbeit und halt auch mit unseren Grundsätzen, die haben wir groß aufgeschrieben. Wir wollten schauen, dass wir als Mannschaft einfach alle dieselben Werte haben und dieselben Werte vertreten. Ihr einigt euch auf 6 Punkte. Und genauso nach Wichtigkeit. Und damit ihr auch sagt, das ist mein Team, für das wollen wir stehen, die TSG Söflingen, eine BBL-Mannschaft. Bei uns Familie sein ist bei erster Platz. Aufopferung. Was mein Wort ist es von Goethe oder was? Wir hatten unsere Gesetze, unsere Regeln und das ist für mich ganz wichtig, weil du kannst mit Beinen 100% spielen, mit Armen auch, du kannst rennen, du kannst shooten, aber Kopfsache ist ganz wichtig. Wie sieht Zusammenhalt auf dem Spielfeld aus? Also auf dem Spielfeld 100%ig, wenn man eben auch was Gutes macht, was man sich gegenseitig anfeuert. Aber halt auch, wenn was Schlechtes passiert, dass man halt zusammen weitermacht, dass man zusammen einfach die schlechte Situation durchsteht und dann einfach weitermachen kann. Eine Mentalität zu haben fürs Team ist besonders, weil wenn man einfach nur ein Team ist, dann fehlt einem halt immer so ein kleines bisschen so ein Zusammenhaltsding. Die Teammates, die sind wichtig, weil
weil wir zweite Familie sein müssen. Zuhören, nicht provozieren lassen vom Gegner, einfach drüber stehen. Wir wollen als Einheit auftreten, gegenseitig applaudieren. Kommunikation. Ich bin Ball, ich mach Gap oder sowas oder Help. Wollt ihr das auch annehmen, dass das, was da geschrieben steht, auch ihr seid als Team? Ja. Ja. Okay, dann dürft ihr einmal euch applaudieren. Diese Werte, die wir uns runtergeschrieben haben, die wir uns jetzt zu Herzen genommen haben, haben wir Tradition jetzt immer ins Training mitgenommen und zu unseren Spieltagen. Das Trainingslager war auch dazu da, wo du gemerkt hast, okay, bei einigen Spielen hat es einfach Klick gemacht im Kopf. Da hat vieles ineinander gegriffen und dann konnten wir da richtig durchstarten. Der Verlierer zurück. Heute, trotz der heiß und der Wetter, wir trainieren Eis. Unsere Zonenpress, Full Court Zonenpress. Wir pfeifen 8 Sekunden. Ich möchte, dass ihr in 8 Sekunden nicht schafft, in andere Sideline zu kommen. Wir spielen 1 gegen 1, harte Defense, 8 Sekunden. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Defense hat gewonnen. Haben wir am Anfang gedacht, wir haben so viel Zeit in der Trainingslager, um viel zu trainieren, aber eigentlich war echt eng und echt wenig Zeit. Spielen wir jetzt 5 gegen 5. 5 gegen? 6. Ich spiele auch. Leute, 5 gegen 5. Ganz normal. Ich unterbreche die Offense nicht. Jedes Mal, wenn der Ball ist in Aus und der andere Team muss den Ball haben im Rückfeld. Dann spielen wir Eis. Leute, zuerst starten mit einem großen Lob, weil in einem Tag haben wir 6 Stunden Training. Und wenn wir rechnen auch die 2,5 Stunden von gestern, Respekt. Wir haben echt einmal Applaus für die, oder? Ja. Gefällt mir, dass ihr kämpft, trotz am Ende, trotz dass alle sehr müde ist. Genau so. Und diese Details, das eigentlich uns fehlt, ist immer diese Details. Einmal ein bisschen zu spät, ein bisschen Vertriebling oder ein bisschen das. Ja, genau diese Punkte. Wenn wir diese kleinen Details korrigieren, dann sind wir auf 100%, genau was wir wollen. Das Trainingslager war für alle Spieler in der Mannschaft eine sehr, sehr schöne Erfahrung und auch sehr extrem wichtig. Das Team hat sich auf jeden Fall verändert. Es war auch so, dass sich Leute auch ein bisschen mehr entwickelt haben, eben in diesem Trainingslager. Die haben sich auch deutlich besser verstanden auf dem Spielfeld. Nicht nur Basketball, technisch sondern auch mental und menschlich. Und das finde ich noch wichtiger. Alles gut? Ja. Hat jemand regnet Distanz oder was? Wir haben sie aufgelegt von euch. Servus. Ja. Hast du Platz, ne? Haben wir eine Dusche gemacht, also jetzt sind wir ready, oder?
Sind alle da oder? Ali und André, oder? André auch dort. Shotgun nicht vorne. Also ich und Haji, wir wohnen in Heidenheim und unser Zug Deutsche Bahn, es nervt jedes Mal. Wir kriegen immer Verspätung, aber ja, und war genau so ein Tag und wir haben spät gekommen, andere auch. Rennen, nicht spazieren, Heide! Heide! Einer im Bus und zwei. Halbe Stunde Verspätung, wollen wir Spaziergang, Heide! Heide, los, schnell. Heide. Jeder Einzelne hat sich aufs Spiel gefreut, hat sich auch selber ein bisschen aufgehypt, hat sich vorbereitet. Wir waren tatsächlich motiviert als Mannschaft, glaube ich. Wir freuen uns auf jeden Fall, das ist eine neue Herausforderung. Und ich glaube, wir haben jetzt die letzten Wochen sehr gut vorbereitet, weil jetzt Trainingslager in Rüth. Und ich glaube, wir sind der Aufgabe erwachsen und werden das Spiel machen. Heide, aggressiv, wir haben nicht viel Zeit für Warm-up. Volle Konzentration auf jeder Position, okay? Ja. Zuhören auf das, was der Point Guard sagt. Dann spielen wir unser Spiel. Easy. Okay? 100% Fokus. Also 100%. Leute, ist unser erstes Testspiel. Ich möchte sehen, was wir können. Der Punktstand, mir ist scheißegal. Ich sage ab jetzt, ob wir am Ende des Tages gewinnen oder verlieren, interessiert mich nicht. Ich will sehen, dass wir alle zusammen spielen wie ein Team. Also. Unser Gesetz nicht vergessen, halten. Nachdem der Schiri pfeift, wir haben gecheckt, dass das nicht so einfach ist. Kurz ein Schockmoment für uns alle, wie schnell doch die NWB eigentlich ist. Die lesen die Pässe. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, der Anfang war sehr chaotisch, sehr wild. Wir haben die Bälle weggeschmissen, Bälle verloren, haben nicht wirklich ein Spiel gefunden und das hat sich dann auch im Score gezeigt. Die Stuttgarter sind sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr weit in Führung gegangen. Wir hatten halt auch einen Spielzug einfach noch nicht eingespielt und der hat uns halt klar gefehlt in dem Moment. Die haben richtig gute Press gemacht. Also die haben uns immer verdoppelt, immer. Also wenn ich meinen Kopf hochmache, ich sehe immer 2 Personen, 2 Gegner. Erste, zweite Viertel war auf jeden Fall schwierig. Leute, alle Kabine. Alle in Kabine. Na, Leute. Wie sieht aus? Genauso wie uns ins Training, easy, oder? Willkommen. Das ist der richtige Tempo. Wir sind hier zum Spielen. Haben wir bis jetzt gespielt? Gut. Spielen wir aber.
Haben wir Lust zum Spielen, ist die erste Frage. Haben wir uns unser Spiel zu liefern? Ja? Können wir mit dem Druck schaffen oder sind wir Prinzessin? Ja. Wann haben wir die Bälle alle verloren? Wenn wir über die Korblinie gepasst haben. Und deswegen nach vorne. Deswegen brauchen wir einmal hier, bam, nach oben. Darf ich was sagen? Ja. Wir machen in dieser Zone viel Lesepasses. Wir machen so Pass, wir nehmen Ball und das da mal guck, Digga. In dieser Zone kein Lesepass. Guter Pass, Bonuspass macht, aber kein Lesepass. Hier, Jungs, bitte. Okay? Im Halbzeit haben wir was geredet, was wir machen sollen. Ey Jungs, okay, die machen Press, aber wir sind auch starke Mannschaft. Wir haben Muskeln, wir müssen auch Press breaken, auf Ball nach vorne gehen, sowas. Wir müssen uns jetzt nochmal pushen und klar zeigen, dass wir trotzdem mitcompeten können und nicht völlig untergehen. Genau in diesen Momenten ist halt mir wichtig, dass du deinen Kopf hochhebst und sagst, ey Jungs, aufwachen und wir fangen jetzt nochmal von Null an. Und dritte, vierte Viertel war ziemlich besser. Ganz normal Stepplay sind wir besser. Bloß mit dem Pressure, mit dem können wir noch nicht umgehen. Insbesondere bei den Freundschaftsspielen, da geht es darum, damit wir Entwicklungsstufen sehen. Und das sagen wir auch ganz klar zu den Spielern, okay, das Ergebnis legen wir zur Seite, das ist so wie es ist. Aber lass uns dann an Punkten arbeiten, wie an der Pressbreak, wie gehen wir damit um und können das dann intensiv üben im Spiel. Also, komm, eine Linie. Line. Komm Leute, komm alle. Zuerst, Nummer 1. Kopf hoch. Ich überlege mich, was kann ich besser machen mit Kopf hoch, nicht mit Kopf unten. War ein hartes Spiel, wir waren zu locker. Es war das perfekte Klatsch, sage ich. Genau so wird jedes Spiel passieren. Zuerst müssen wir das Tempo schaffen. Das Tempo war uns heute zu schnell. Und genau dieses Tempo müssen wir in jedem Training immer bringen. Dann trainieren wir uns in das richtige Tempo. War ein gutes Willkommen in der NBBL. Das ist Basketball. Ich denke, das war eigentlich der richtige Testspiel. Ein starker Gegner hat Druck gemacht, Full Court Press und sofort haben die erste Schwierigkeit von uns gezeigt. Und das ist, was müssen wir eigentlich weiter arbeiten. Der MTV Stuttgart hat uns auch die Möglichkeit gegeben, auch in der Halle zu übernachten. Diese Nacht, wir waren ein bisschen emotional, weil erstes Spiel mit Mannschaft und großer Unterschied war sehr emotional, sehr, sehr emotional. Was war am nächsten Tag? Nächsten Tag, wir haben gefrühstückt. Matze hat unser Börek, ich mag Börek, ich liebe das. Eigentlich war ich das nächste Spiel gegen Freiburg. Ja, vorher, wir haben Börek gegessen. Börek und Croissant. Bisschen balkanisch, bisschen deutsch. Am nächsten Tag hatten wir direkt ein zweites Testspiel in Freiburg. Freiburg, das war zumindest zu diesem Zeitpunkt der klare Favorit für die NBBL-Qualifikation. Das Freiburg-Spiel war um Welten besser als das Stuttgart-Spiel.
Wir sind mit einem anderen Kopf angekommen, andere Mentalität und haben gesagt, von Anfang an spielen wir unser Spiel. Jeder hat gesehen, dass, wenn wir unser Spiel spielen und nicht das Tempo von den Gegnern, dann sind wir da. Haben wir die Option, haben wir die Möglichkeit, in Augenhöhe und am Ende des Spiels zu gewinnen. Das war echt gut und echt positiv. Wir haben das Testspiel dennoch verloren, aber wir haben lange mitspielen können. Und das hat den Jungs auch nochmal gut getan, auch für ihren Selbstbewusstsein. Am Ende ein bisschen die Luft gefehlt, was dann auch dafür gesorgt hat, dass wir einfache Punkte erlaubt haben und am Ende auch das Spiel verloren haben. Aber einfach zu sehen, dass man auch noch normal spielen kann und nicht nur verliert, war auch ziemlich toll. War auf jeden Fall besseres Spiel für uns, ja. Das Spiel gegen Freiburg hat uns definitiv gezeigt, dass wir auf dem Level competen können, ohne Probleme. Wir müssen straight durchziehen, aber da habe ich keine Bedenken, dass wir das nicht hinbekommen. Also. Nicht zum Ball, machen Sie einfach dich frei. Ja, genau das. Genau das. Defense 5. Nach jedem Testspiel sofort passt jeder Coach alle problematischen Stellen an. Einmal selber eine Presse zu spielen, aber dann auch eine Press Break. Spielen wir jetzt 1 gegen 1 in das ganze Feld. Komm, Heide. Und let's go, Martin! 1, 2, 3. Go, Heide, Schnelligkeit, Bremsen. Bravo, jetzt zum Kopf. Jetzt 1 gegen 1. Nächste. Das einfach den Kopf nicht verlieren in so Stresssituationen. Weil das ist genau das, was die Gegner zwingen wollen, dass wir in Stress kommen, dass wir anfangen zu zittern. Aber das darf uns einfach nicht passieren. Die Möglichkeit, aus dieser Presse, die sie spielen, halt direkt auch einen Gegenangriff zu machen, das hat uns einfach gefehlt. Jetzt! Bravo! Auf Halfbreak! Mach den Pass, Jahan! Mach den Pass! Jawohl, bravo! Letztes Training, wir haben viel geworfen und dann Hannes hat gesagt, Matze, ich mach morgen so viele Dreier. Matze hat gesagt, ja, du musst machen. Und Matze, wenn ich mich richtig erinnere, Hannes hat gesagt, was kriege ich dann? Was kriege ich dafür? Also, für jedes Spiel 3 Dreier. 3? Kriegst du 30 €, 4 Dreier 50 €. Schafft das? Ich glaube nicht. Am Wochenende, wir können nur gewinnen. Gewinnen, egal was, egal wie, nur gewinnen. Zuerst die Erfahrung, die wir sammeln. Zuerst die große Veranstaltung hier bei uns zu Hause, weil das ist ein historischer Moment für den Verein. Erstmal in der NWBL-Quali zu schaffen. Und wenn wir auch konzentriert bleiben und unser Spiel spielen, kann ich garantiert euch, dass wir nur gewinnen. Nur. Wollen wir vom Anfang bis Ende einfach jedes Spiel dominieren und unseren Tempo bringen. Okay, heute guter Schlaf, alle, und morgen treffen wir uns wieder hier. Hey Bo, danke, man bist der Beste. Bist du nicht der Captain?
Nein. Was das angeht, nicht. Ciao, Bruder, bis morgen. Wir sehen uns, ja? Ich weiß nicht, ob ich heute Abend schlafen kann, aber wir werden auf jeden Fall 100% geben und morgen etwas machen, etwas schaffen, etwas gewinnen. Ich war einer der Ersten, der in der Halle angekommen ist. Und an dem Tag war ich einfach nur extrem heiß und ich hatte Bock auf das Wochenende, ich hatte Bock zu spielen. Ich hatte richtig Spaß dran, mich vorzubereiten auch. Macht ein Trikot, kommt ihr in den Warm-up und fangen wir weiter zu werfen. Heide. Hey, in Kabine, Leute, nicht jetzt, in Kabine, hallo. Was ist los mit euch? Hey, Kabine. Warte, Kabine. Jeder hat eine Lieblingsnummer. Vor allem bei so einem Wochenende, bei so einem Event, wo Freunde, Familie da sind, will man schon gerne seine Lieblingsnummer tragen und auch mit der performen. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen lustig klingt, aber ich mag Messi und ich habe Nummer 10 genommen, kann man so sagen. Wir haben uns, glaube ich, alle ziemlich erstmal geschockt gefühlt, dass es jetzt wirklich so weit ist und dass wir jetzt auch performen müssen irgendwo. Aber man hat sich auch einfach gefreut, weil jetzt ist eben das, wofür man 2 Monate lang wirklich hart trainiert hat. Die Energie, das war echt crazy, was die Jungs versprüht haben. Jeder Spieler ohne Witz, der konnte 10, 15 Zentimeter höher springen. Dass sogar Bobbe kommen musste und sagen musste, Jungs, hört auf zu danken, ihr macht sonst den Kopf kaputt. Also das war wirklich spürbar. Die Jungs hatten Bock drauf, die waren willig, die wollten einfach rausgehen und zerstören. Ich glaube, wir alle einfach extrem heiß hatten, Lust aufs Wochenende, das endlich anfängt. Das, worauf wir einfach die letzten 2 Monate hingearbeitet haben, geht jetzt endlich los. Und das erste Spiel direkt gegen eine starke Mannschaft, eine sehr, sehr starke Mannschaft. Crailsheim hat eine gute Jugendarbeit, die auch bekannt dafür ist. Und wenn man dann gegen so einen dann spielt, ist natürlich ein gewisser Grundrespekt da. Hat immer die letzten Jahre in meinem NBBL-Team, außer dem letzten Jahr. Deswegen wollen die unbedingt wieder da sein. Vorher wussten wir, dass die vor 2 Jahren NBBL gespielt haben, dass der eine berühmte Mannschaft ist. Heide Jungs, die da drüben sind viel beschissener als wir, ich schwöre. Heide! Ich denke, das war nur die Euphorie jetzt. Jetzt ist unser Spiel, jetzt kriegen wir das hin. Leute, Kabine, komm! Aber gleichzeitig konnte ich immer sehen, auch ein bisschen Nervosität oder wie wird das sein, wie gut ist der Gegner, kriegen wir das hin, schaffen wir das oder machen wir genau die gleichen Fehler wie im TV. Das haben wir schon in den Spielen schon gespürt, nicht gesehen, gespürt. Also Leute, das ist unser Wochenende. Nummer 1, genießen. Nummer 2, Spaß haben. Nummer 3, Professionalität. Konzentration und fokussiert bleiben. Alle Sachen, was haben wir schon trainiert, alle sind im Kopf. Wir haben oft das geübt. Seid ihr ready? Seid ihr ready?
Go! Heide! Wir waren bereit, ja. Weil wir waren zu Hause. Wir waren in Söflingen, in Ulm und wir wussten, dass wir zu Hause spielen, das ist eine große Chance. Wir waren auf jeden Fall so, ey, Jungs, wir machen das, wir gewinnen das, wir schaffen das und los geht's. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das Kreuzheimspiel war sehr, sehr intensiv, sehr, sehr schnell, sehr, sehr physikalisches Spiel. War auch hart, da hat sich keiner wirklich abgesetzt von dem anderen. Fünf Minuten Halbzeitpause, direkt Kabine. Komm Leute, schnell. Leute, wichtig ist, das Spiel läuft, das Spiel ist schnell, die machen uns Druck. Keine sollte einfach ruhig und zielig bleiben. Habt ihr eine Position, macht ihr schnell frei. Jeder von euch hat zum Glück noch 4 Mitspieler, die können alle helfen, die können alle den guten Wurf nehmen. Und dieser Wurf eigentlich gehört zu euch, zu unserem Team. Der andere, bitte versucht immer, euch frei zu halten. Einfach hier zum Stehen, statisch, hilft nicht. Wo ist mein Defender? Dann renne ich hier. Kommt ihr hier, dann renne ich wieder zurück. Macht das Up and Down, macht euch immer frei. Komm, das Spiel ist echt gut. Mal sehen. Noch 2 Viertel. Das Ding ist, wir waren immer bei Minus. Wenn ich so Scoreboard mache, wir waren immer -1, -2, -3, aber warum kein Plus? Blue, blue, blue. Oh. Rebound, rebound. Nimm, ruhig, ruhig. Wir waren immer dran, hinten. Und dann im 4. Viertel haben wir sozusagen das Ergebnis gedreht mit dem Crazy Dreier von Aijing. Der hat geworfen, ich meine, bitte, also mein Kopf ist, ey, es muss drin sein, es muss. Ich weiß nicht, wie ein 6-7 Point Guard sowas geschafft hat, ich kann nur Respekt sagen. Aijing kann Dreier werfen. Er wirft nicht so oft, aber ist auch ein Werfer. Aber Aijing war auch ein glücklicher Dreier, war mit Brett. Immer, ey, keine Outside. Wir bleiben, keine Outside. Keine Outside. Jetzt ist die Crunch-Time. Letzte 2 Minuten des Spiels ist die Crunch-Time. Talking and tired of me nice. You see my name in the lights, better get right.
Wir haben zwar am Ende knapp gewonnen, aber wir haben da wirklich gut gespielt. Wir haben unser Spiel dem Gegner auch aufgezwungen und wir haben eine echt gute Defense gespielt. Das Ergebnis war ein Push, ein sehr großer Push, ein starker Push. Wenn die Quali angekommen, direkt mit dem Sieg gegen eine starke Mannschaft. Das war dein Sieg mehr oder weniger, Adjin. Deswegen hat die ganze Mannschaft dich gefeuert in dieses Spiel. Ey, wir kommen NBBL, los geht's, wir gehen so. Wir sind besten Mannschaft, haben wir gesagt. Ich glaube, das ist jedem so ein Stein vom Herzen gefallen und das war dann auch für jeden auch ein Zeichen, okay, wir sind da, aber da ist noch definitiv viel möglich. Mach ein gemeinsames Cooldown in der anderen Halle. Okay, gemeinsam. Ja. Hast du deine 3 Dreier geschafft? Ja. Ja, klar. Ja, der Hannes hat seine 3 Dreier gemacht. Das heißt, der kriegt natürlich 30 € von mir. Als wir DJK zugeschaut haben, hatten wir, glaube ich, irgendwie das Gefühl, dass sie schwächer waren als wir, weil die auch gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner gespielt haben. Das hat dann irgendwie auch dafür gesorgt, dass wir irgendwie selbstsicher von uns wurden, weil wir gegen die vermeintlich stärkste Mannschaft an dem Tag gespielt haben und gewonnen haben. Dann hier keine klare Eissituation. Wir wollten Eis spielen, nicht klar. Ja, wenn du das Spiel nochmal von außen analysierst, in der Videoanalyse ist nochmal anders, weil du siehst halt wirklich alles, was du vielleicht auf dem Feld nicht siehst oder nicht gesehen hast. Und siehst vielleicht, manche Sachen hättest du besser machen können. Du hättest vielleicht da hättest laufen können. Da hättest du vielleicht den Pass spielen können, spielen müssen. Die haben eine Zonenverteidigung gespielt, okay? Und DJK, die spielen auch Zone 2, 3. Das heißt, der Fünfer, das heißt in dem Fall Laurin, du setzt hier den Screen bei ihm hier. Und der hier ist, der rennt einfach durch. Wir haben den freien Dreier dann. Easy. Und genauso auch der hier oben ist, hier den Screen setzen, er läuft durch, dieser Pass ist immer frei. Wenn unsere Automatics laufen, dann können die Zone spielen, so viel sie wollen, dann werden wir immer was finden. Immer. Alright. Guys, nochmal fokussiert sein, nochmal in euch gehen, Fokus und go. Also der Sieg hat dazu geführt, dass die Spieler gewusst haben, okay, die können auf dem Level spielen, auf diesem Niveau spielen. Da ist definitiv die zweite Runde drin, aber da hat sich dann auch eine kleine Überheblichkeit eingeschlichen. Zweite Game, Fokus heute. Wir gehen heute mit 2 von 2 raus, morgen geht's weiter. Wir waren heiß aufs Spiel, wir hatten Bock und wir hatten eigentlich Lust, die Quali am ersten Tag eigentlich sicher zu machen. Wir haben jetzt gewonnen, wir gewinnen das natürlich auch und das war unser Mindset. Wir hatten eigentlich alle Bock zu spielen, wir wollten jetzt auch gewinnen. Leute, Konzentration. Die Uhr ist schwer, jeder von uns hat ein Spiel schon gespielt. Temperatur ist genau hoch für beide. Ich habe schon geschrieben, Eis. Nutzen wir die Möglichkeit, Eis zu machen. Konzentration und Wille. Okay, suchen wir die Pässe. Nicht mit Ball, mit Pässe nach vorne. Versuchen wir 4 aufzuspielen. First Play 4, First Play 4. Wir fangen vom Null, ist ein ganz neues Spiel. Viel besser, als haben wir davor gemacht. Okay, sind wir ready? Ja. Sind wir ready? Komm, beide!
Haydi. Gewinnen ist gut, jeder will gewinnen und jeder kann gewinnen, aber die andere Seite ist verlieren. Und wenn du nur ein Spiel gewonnen hast und wenn du so sagst, ey, NBBL, wie kommt das geht leider nicht. Und leider haben wir das gemacht und zweites Spiel haben wir auf der Fresse bekommen. DJK Sportbund München war definitiv kein Klacks. Die haben uns gleich aufgezeigt, dass die physisch sehr präsent waren, aber vor allem haben sie genau unsere Schwachstelle getroffen. Die haben wieder schneller gespielt als wir und unser Pressbreak mal wieder hat nicht funktioniert richtig. Wir sind reingekommen und es war direkt ein Schlag ins Gesicht. Wir sind sehr, sehr schnell, sehr hoch in Rückstand geraten. Time out. Was ist los jetzt? So, möchtet ihr weiter? Was ist los? Wir haben ein Spiel gewonnen und das war's. Oder wartet das der andere Spiel kein Defense? Hey, habt ihr Lust zu spielen? Ja oder nein? Ja. Können wir den Ball nicht in Vorfeld bringen? Hey! Ich lauter? Nee, ich bin immer ein ruhiger Trainer. Natürlich bin ich lauter, was sonst? Die Spieler schlafen, die verlieren so, die machen nur Scheiße. Natürlich bin ich laut. Was will der jetzt? Wenn der Coach laut wird, heißt es eigentlich nur eine Sache: Wir spielen überhaupt nicht das, was wir eigentlich trainiert haben. Vor allem in der NBBL-Quali, da geht es halt auch um was. Und das ist selbstverständlich, dass der Trainer da auch mal sauer wird. Und als Spieler muss man halt damit klarkommen. Die Spieler wissen das auch, dass wenn der Coach laut ist, dann muss laut sein. Und es gibt auch Spieler, die sagen, ey Coach, wenn ich schlafe, bitte laut zu mir. Okay, Heide! Das sollte auch tatsächlich so sein, weil wenn es um was geht, dann muss man eine klare Ansage an die Spieler geben. Es muss halt jetzt was passieren, wir müssen besser spielen. Und es ist halt eine klare Ansage, mit der man hoffentlich auch eine gute Antwort dann als Spieler geben kann. Zum Tor! Müssen wir unsere Zone-Press trainieren. Eine Halbzeit, zweite Halbzeit. Egal, ob wir kassieren, wir müssen trotzdem das trainieren. Hey, nochmal, scheißegal, wie ist denn der Score? Ich habe von Anfang gesagt, dass heute, die ganze Wochenende, nur gewinnen können. Nur gewinnen. Auch durch so eine Klasse in der ersten Viertel. Und jetzt frage ich ganz einfach, ist dieses Team so stärker als wir? Aber dann, warum erlauben wir zum anderen Team genau das zu machen? Und zuerst setze ich das ein bisschen Ego. Weil wir dachten, wir sind die Krassesten, nachdem wir das Spiel waren. Sehr gut. Nochmal kommt unser Ego. Ja, haben wir geschafft, wir sind die Beste. Reisen wir jetzt Nein. Jedes Spiel startet von 0-0. Jeder Gegner bekommt genau den gleichen Respekt. Um zu gewinnen, muss man zuerst spielen. Weil bis jetzt haben wir noch nicht gespielt. Egal, wir kämpfen weiter. Man darf auch verlieren. Aber wie? Klar bekommen wir Druck. Das ist genau ähnliche Druck, was haben wir jetzt im MTV bekommen. Ein bisschen Druck und danach das war's. Schmeißen wir die Pässe weg. Was kann passieren? Maximum verlieren wir. Und morgen haben wir noch 2 Spiele und alle sind offen. Lass uns jetzt mit so einem guten Gegner auch unsere Eis immer trainieren und unsere Pressbreak auch trainieren. Ja, die werden genau den gleichen Druck wieder machen. Das ist der perfekte Gegner, sage ich. Und lass uns das einfach schaffen. Weil das
ist der beste Test jetzt. Wir haben deutlich verloren und das war für uns alle einfach auch schade, weil wir hatten halt einfach eine Vorstellung, die wir erreichen wollten und dann direkt wieder in so eine kleine Enttäuschung einfach reinzugehen, hat uns natürlich alle ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht und war schon ein bisschen schmerzhaft. Das erste Viertel haben wir komplett verpennt. So was darf uns einfach nicht passieren auf dem Niveau, vor allem morgen nicht. Wir stehen jetzt 1-1, wir haben morgen 2 wichtige Spiele. Es ist noch alles offen, wir haben noch nichts verloren. Einfach morgen mit dem Kopf und heute reingehen, aus dem ersten Spiel und aus der zweiten Hälfte vom zweiten Spiel. Wir dürfen einfach so wichtige Spiele die erste Hälfte einfach nicht mehr so verpennen wie heute. München Ost, die werden aggressiv spielen. Und das muss euch morgen bewusst sein. Die werden maximal aggressiv spielen. Und wir halten dagegen. Das heute war uns eine Lehre. Wir haben es souverän zu Ende bekommen. Und morgen zeigen wir, dass wir gewinnen. Let's go! Vamos! Wir haben schlecht gespielt, deswegen auch die Niederlage. Der andere war besser, aber nicht so gut, um so ein Spiel zu verlieren. Weil haben wir einfach aufgegeben. Morgen ist ein neuer Tag, müssen wir konzentriert bleiben und mal sehen. Bis morgen. Das war echt eine voll interessante Situation. Wir gehen Sonntag in die Halle und sehen wir, dass DJK verliert gegen Breilsheim. Und dann automatisch denkt jeder, okay, was ist jetzt passiert? Wir haben Kreisheim gewonnen. Wir haben mit viel gegen DJK verloren und jetzt Kreisheim gewinnt DJK. Dort haben wir festgestellt, dass wir übermotiviert waren. Aber das automatisch zeigt, dass alle Teams sind junge Teams und die sind sehr stark beeinflusst Mentalität. Heute wird ein harter Arbeitstag. Jeden einzelnen Punkt müssen wir uns heute erarbeiten. Und das beginnt hier im Kopf. Also nochmal Refocus, konzentriert sein
und pünktlich um 11 Uhr fangen wir mit einem gemeinsamen Warm-up an. Aber Vollgas, okay? Eigentlich mit 1-1 haben wir sofort alles bemerkt nach dem ersten Tag, dass okay, jetzt kommt der zweite Tag, jetzt sind alles offen. Jetzt eigentlich müssen wir Vollgas in das erste Spiel geben, weil das war eigentlich bei uns das wichtigste Spiel gegen München Ost, unsere letzte Chance mehr oder weniger. Was macht dein Körper? Gut. Gut? Sicher? München Ost kommt mit 2 Siege, haben wir vom Anfang an erwartet, dass jetzt wird nur schwer sein. In München Ost haben wir einen starken Gegner, einen schweren Gegner gesehen. Das wird ein sehr physisches Team. Das wird ein Team, was auch gespickt ist von 2, 3 sehr guten individuellen Spielern. Wir haben uns gedacht, bitte nicht nochmal mit 40 auf die Fresse. Ich schwöre, wenn wir gut spielen, wir können mit dem mithalten. Das ist mehr Energie. Heide. Darf ich was sagen? Sag. Jungs, das ist das wichtigste Spiel. Wir gewinnen oder wir gehen nach Hause. Dann Sommerferien. Fertig. Heide. Come on. Wenn wir nicht gewinnen, das fertig ist. Diese Journey, das geht nicht mehr lang. Also, wir haben keine Chance mehr. Wir gewinnen oder wir gewinnen. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr als 100% spielen, um eine Sieg zu schaffen. Statt einfach zu rennen und locker und einfach Basketball zu spielen, jedes Spieler hat diese Angst auch. Die waren konzentriert, aber die haben Angst, um Risiko, um Fehler zu minimieren. Und ich denke, diese Angst hat uns gebremst. Schneller Einwurf, egal wer ist der Korb, wir machen schneller Einwurf. Die Presse nicht, wir müssen noch schneller mit dem Ball spielen. Die sind langsam. Wir müssen rennen, okay? 2, 1 und 3. Sofort den Ball skip und starten wir unsere Motion-Bewegung. Okay? Versuchen wir. Gute Aktion, Heide. Das ist immer schwer. Die Zeit läuft runter, der Abstand wird nicht kleiner. Das ist hart. Wir konnten besser sein. Wir mussten. Was wir da für uns mitnehmen wollten, ist, dass wir dennoch mitspielen. Ja? Dass wir dennoch souverän bleiben, dass wir weiter unser Spiel spielen und uns nicht emotional zu sehr runterreißen lassen. Und das war komplett gegeben. Das hat sich im Spiel in großen Strecken gar nicht so angefühlt, als würden wir mit 20 Punkte hinten liegen. Und da würde ich sagen, hat man sich als Spieler schon deutlich besser gefühlt wie gegen DJK. Aber am Ende muss ich auch mal sagen, dass München Ost war auch ein besseres Team und haben auch zu Recht gegen uns gewonnen.
Was ist, wenn man spielen, bekommt Spaß? Das ist die Nummer 1, Leute. Zuerst müssen wir wieder diesen Spaß haben in jedem Spiel, egal wie das Ergebnis ist. Wir müssen einfach immer ein bisschen besser spielen und dann wahrscheinlich gewinnen wir auch. Wir haben einfach nicht so gut gespielt. Nummer 1 immer spielen. Spielen, spielen. Wenn man gut spielt, dann gewinnt auch. Also. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Komm, André. Und gut sehen. Langsam gehen wir unser letztes Spiel von diesem wunderschönen Wochenende. Sieg, Niederlage, angepisst, glücklich, alles. Wir haben die Jungs zusammengeholt, um die Gesamtsituation zu erklären, wie es ist. Währenddessen hat DJK München gegen München ausgespielt. Falls der DJK gewinnt, dann die zwei gehen weiter. Falls DJK verliert, dann würden wir gegen Kirchheim gewinnen. Wir in einer Dreiertabelle fallen mit Karlsheim, DJK München und wir. Auch in einem Dreiervergleich. Wir gehen nicht weiter in der zweiten Runde, weil wir haben Kreilsheim mit wenig Punkten gewonnen und gegen DJK auch mit viel Punkten verloren. Können wir jetzt nicht mehr ändern. War keine große Überraschung mehr, aber es war irgendwie trotzdem sehr schade, weil wir haben es viel vorgenommen und im Endeffekt hast du dir eigentlich die Chance weiterzukommen selber genommen, indem du halt verloren hast, obwohl du eigentlich hättest besser spielen können. Das hat erstmal natürlich gesessen. Wenn wir diese Nachricht bekommen haben, wir waren auf jeden Fall down, mentalisch, moralisch. Das Einzige, was können wir trotzdem machen, ist unser letztes Spiel genießen. Spielen wir jetzt gegen Kirchheim, schließen wir dieses Wochenende mit einem Sieg und haben wir alle zusammen ein gutes und positives Gefühl. Enjoyed, habt Spaß, haut alles rein, gibt Vollgas. Im Moment, dass der DJK hat auch den München gewonnen, dann war auch entschieden, welche zwei Teams gehen in die zweite Runde und hatten wir einfach das letzte Spiel. Wenn wir es gewinnen, dann sind wir eben auf dem 3. Und wenn wir verlieren, dann sind wir auf dem letzten Platz, dem 5. Und das eigentlich, ich habe das Gefühl, niemand wollte sowas haben. Wenn die zu Hause 5. werden, also 5. Platz, das geht nicht. Der letzte Platz zu Hause vor deinen Fans, Zuschauer, Freunde, Familie. Schande, würde ich sagen. Kirchheimer sind auch schnell, Vorsicht, konzentriert. Vom Anfang wir zeigen, wer dominiert das Spiel. Okay, wir lassen zuerst den Eisbieter weg, aber ich möchte schnell spielen, Mo. Schnell vorne. Okay, sind wir ready? Komm, eine.
passion is never exhausted. And you cannot stop me. Nah, you cannot stop me. Wir waren am Anfang tatsächlich ganz motiviert. Ja, wir wollten das Spiel gewinnen. Wir waren heiß, wir hatten Bock. Und auch wenn nicht mehr zu holen war, hatten wir eben den dritten Platz als Ziel. Und auch wenn die Bedingungen hart waren und schwer. Wir waren alle müde. Wir hatten 3 Spiele in den Knochen. Die Möglichkeit, dass wir eigentlich nicht mehr weiterkommen, das hat auch jedem ein bisschen zugesetzt mental. Man hat schon gemerkt, dass jeder eine gewisse Erschöpfung hat, von der Ausdauer her, das schon am Limit ist. Und man war halt so ein bisschen, boah, jetzt vielleicht nach Hause, wäre jetzt auch nicht so schlecht. Aber man hatte natürlich trotzdem Lust auf das Spiel. Leute, was ist los? Ist eures Spiel, oder? Haben wir Lust zum Spielen? Was machen wir jetzt? Erlauben wir so einfach Punkte kassieren? Heide, konzentriert euch, konzentriert euch. Wir müssen Defense machen, bisschen pushen. Wir haben Fleisch, wir haben Muskeln. Heide, Jungs, bitte. Blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. It's just so good and unlikely. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Mein Vater und meine Schwester, die waren dabei. Deswegen, ich war unnormal motiviert. Ich wollte das Ball essen. Das letzte Spiel war wieder knapp. Einmal wir waren vorne, danach die Kirchheim war vorne bis Halbzeit. Leute. Ja, ich weiß, es heißt warm, ich weiß. Wir sind alle müde, ich weiß. Ja, ist es so. Und jetzt wundere mich, was habe ich auch zu Potsdam davor gesagt? Für einen beschissenen Grund nach dem TV, nach der DJK, wir haben auch Angst, unsere Presse zu spielen. Unsere Presse funktioniert. Jetzt, letzte Minute, haben wir 3-mal das geschafft. Falls es nicht funktioniert, sofort geht es schnell auf seinen Mann. Wenn wir in Offensive spielen in Sonne, 2 vorne, 3 hinten. Wahrscheinlich geht hier der Drive zu stoppen. Entweder kommt er hoch, dann er muss tief, oder kommt der zu helfen, er ist frei. Und die dritte Option ist Motion. Solange er kommt hoch, er ist frei, er kommt hoch. Falls sein Spieler geht zum Overload, er ist frei. Einverstanden? Ja. Also Leute, den Rest müsst ihr selbst machen. Die Line-Up, die gerade auf dem Feld war. Ich denke, im dritten Viertel haben wir das endlich geschafft, den Push zu machen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Jungs noch mal Gas geben wollten, dass die noch einmal zeigen wollten, wir gehören hierher.
eigentlich, hey, konzentriert bleiben. Konzentriert bleiben. Es ist ein hartes Spiel, bewegt den Ball und der gute Wurf kommt. Okay, kriegen wir hin, oder? Komm, Heide, Heide. Das letzte Viertel, komm. Und in den letzten Spielen, die Angst war weg. Die Spieler haben einfach Basketball gespielt. Und Basketball genossen auch. »46, 4 Minuten. Was schlägst du vor? Im vierten Viertel haben wir das Spiel gedreht und dann sind wir so etwas davongezogen, als Kirchheim dann eingebrochen ist. That's what they told me when I was young. All things are possible. That's what they told me. Also Matze, halt meine Rede. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch an 60 € Arnes. War am Ende ein Fight. Wir haben das Spiel gewonnen. Wir sind dritter Platz. Zum allerersten Mal sind wir in der NBBL-Qualifikation. Jeder von euch kann stolz drauf sein, was ihr geleistet habt, die ganze Saison über. Und darauf können wir definitiv aufbauen und seid stolz auf euch. Okay. Let's go. Und nächste Wochenende machen wir eine Party, okay? Ich hab ehrlich gedacht, ich sehe dich nie wieder. Nein, Bro, warum? Ich dachte einfach, ich sehe dich nicht wieder. Nein, Bro, alles gut. Was ist los? Ob die Reise gelohnt hat? Natürlich. Jede Reise lohnt sich. Weil die Erfahrungen, die man durch jede Reise sammelt, das ist hochwertig. Ich glaube, diese Reise hat uns nicht nur als Spieler geprägt, sondern auch als Person. Wir haben halt uns als Team auch zusammengefunden. Man hat vielleicht auch neue Freunde gefunden. Ja, ich habe gute, nette Menschen kennengelernt und die sind in meinem Leben, die sind auch wichtige Personen jetzt. Und das freut mich auf jeden Fall. Als Verein, der keine Bundesligamannschaft hat, wir zum allerersten Mal überhaupt eine NBBL spielen, da können wir definitiv stolz auf uns sein. Mit 2 Siegen aus einer Quali-Runde rauszugehen bei 4 Spielen ist, denke ich, aller Ehren wert und haben sie gut gemacht. Ob man das Ziel schafft oder nicht, ist in die zweite Reihe. Klar ist gut, wenn man das auch schafft, weil dann startet eine neue Reise. Kommt ein zweites Jahr? Das ist echt eine gute, interessante Frage. Ich kann jetzt nur antworten, dass... Ja klar gibt es ein zweites Jahr, was sonst? Alles, was haben wir gestartet, können wir nicht so weglassen. Und in dem Moment, dass mein sehr guter Freund
und Trainer Matze genau das gleiche Ja sagt und meine Kumpel der Abteilungsleiter genau uns das grüne Licht gibt, dann nicht nur machen wir wieder genau die gleiche Reise, sondern wir kriegen das auch, das NBBL hin. Ja, also definitiv nächstes Jahr wieder und gerne noch mehr. Sehr gern sogar. Ich meine, wir sind jetzt auf der Landkarte, da wollen wir auch nicht mehr runter. Natürlich steht aber noch viel Arbeit vor uns, um genau da anzusetzen, wo wir waren, um da nochmal Levels drüber zu packen, um nächstes Jahr eine zweite Runde möglich zu machen oder definitiv an die NBBL-Tür anzuklopfen. Der Jugendbereich ist stark und der Jugendbereich wächst auch immer mehr. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall TSG Söflingen in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall in der NBBL sehen. Man hat es jetzt nicht nur einmal gemacht, weil man jetzt mal eine coole Truppe zusammen hatte, sondern man will hier quasi auch einen kleinen Profibereich erreichen. Jetzt wissen wir diese Sachen, wie man spielen muss, wie ein Team sein muss. Wenn man die Chance hat, sich dafür zu qualifizieren, dann sollte man die auch nutzen. Das Ball gefällt mir auf jeden Fall. Wenn ich das Orangeball sehe, ich will immer was mitspielen, immer was zocken gehen, Layup machen. Das freut mich, das gefällt mir. Und mit Söflingen Mannschaften, das gefällt extra mir auf jeden Fall. The last to fall.